Im heutigen Video soll es um die Duftherstellungsmethoden gehen, beziehungsweise die Extraktionsmethoden, wie du aus irgendwas Duftendem auch was Duftendes rausbekommst. Ich möchte dir so ein paar Sachen einfach mal vorstellen, damit du vielleicht auch einfach weißt, was gewisse Wörter einfach bedeuten, die du zum Beispiel in einer Duftpyramide oder ähnliches siehst. Ich habe dieses Video schon in einem anderen Video quasi versprochen. Hiermit liefere ich ab. Ich bin der Richie, ihr seid bei Riot Sense. Hier geht es eigentlich um außergewöhnliche und besondere Düfte, die man nicht an jeder Straßenecke findet. Aber es geht auch so ein bisschen um Behind the Scenes und Wissen über Parfüm, damit dieses Hobby nicht weiter so gatekeepery ist. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Alle haben mehr Spaß, wenn sie ein paar mehr Hintergründe, glaube ich, zu diesem Hobby haben. So, und dann starten wir einfach direkt rein mit der wahrscheinlich ältesten Methode der Duftherstellung, und das ist einfach die Dampfdestillation. Dampfdestillationen haben die alten Perser, ich glaube, es waren die Perser, wurde damals schon sehr stark gemacht. Also die ersten Aufzeichnungen von Parfümdestillationen, die reichen weit bis ins Mittelalter zurück. Und ja, das kam durch die Kreuzzüge dann nach Europa und da haben die Leute das dann auch verwendet. So, aber was ist Dampfdestillation? Dampfdestillation ist, du pflückst die frischen Blüten, Blumen, Äste, Blätter, was auch immer, zerkleinerst die ganz fein, walkst die vielleicht auch ein bisschen, so dass die guten ätherischen Stoffe da viel besser rauskommen können, schmeißt die in einen Kessel, machst da richtig Feuer drunter und dann scheidest du das Wasser, was im besten Fall destilliert sein sollte, was du da vorher reingekippt hast, damit da nicht so viele Fremdstoffe noch mit dabei sind. Dann scheidest du das ätherische Öl vom, ja, Leute sagen Blütenwasser. Es hat noch so einen ganz, ganz zarten Geruch häufig, aber ja, eigentlich ist es einfach Wasser. Das gute Zeug ist das ätherische Öl, was dabei rauskommt. Das ist quasi so, wie man Alkohol destillieren würde. Blütenschnaps. Ja, nur ganz schön ölig. Ätherisches Öl kannst du aber auch einfach anders produzieren, und zwar meistens bei Zitrusfrüchten oder bei so sehr ätherischen Kräutern wie zum Beispiel im Rosmarin, und das ist einfach Kaltpressung. Du sorgst dafür, dass bei der Pressung nicht zu hohe Temperaturen entstehen, das heißt, meistens kühlst du das nochmal extra und dann einfach durch mechanischen Druck wird das ätherische Öl aus dem Pflanzenmaterial rausgepresst. Ich glaube, das kennt jetzt auch jeder. So eine Kaltpressung kocht ihr vielleicht damit. Olivenöl ist auch eine Kaltpressung. Wenn ihr das jetzt mit ganz viel Rosmarin macht, habt ihr Rosmarin-ätherisches Öl. Wenn ihr das mit Zitronenschale macht, habt ihr Zitronenschalenöl. Klar? Klar. Dann gibt es noch quasi sind das zwei Verfahren in einem, die ich jetzt kurz erkläre, und das ist die Enfleurage. Das ist bestimmt falsch ausgesprochen, mein Französisch ist nicht existent. Mazeration auch genannt. So, was macht ihr dabei? Ihr nehmt in der kalten Enfleurage, nehmt ihr mit Fett bestrichene Glasplatten und legt die frischen Blüten zwischen diese Glasplatten und presst die. Macht da Gewicht drauf, also nicht festpressen, aber so, dass das luftdicht abgeschlossen ist. Und das Fett wird einfach die Duftstoffe aufnehmen. Und dann nach 1 oder 3 Tagen, 1 bis 3 Tagen, je nachdem, was ihr da so in dieses Fett quasi reinlegt, tauscht ihr die Blüten aus gegen neue. Und so geht es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Bis ihr denkt, das ist genug. Und dann wird aus diesem Fett mittels Alkohol wird der Duftstoff rausgewaschen. Ist alles ein bisschen aufwendig. Ist sehr, sehr, sehr aufwendig. Ist fucking teuer. Und da bekommst du dann das Essence Absolue raus. Quasi das, ja, so ziemlich das Hochwertigste, was du rausbekommen kannst. Das Ganze geht aber auch nochmal in nicht ganz so aufwendig, und zwar in warmem Öl, indem du deine Blüten, ich werde jetzt einfach fortan von Blüten reden, weil es einfach einfacher ist, aber natürlich gibt es andere Sachen, aus denen Duftstoffe gewonnen werden können, auf natürliche Art und Weise.
Du nimmst die Blüten und schmeißt die in warmes Öl und kochst die quasi. Also nicht Siedetemperatur, aber schon warmes Öl. Fischst dann deine organische Suppe da raus und dann wäschst du das auch wieder aus, um dann eben auch zu deinem Absolut zu kommen. Ist aber auch schon relativ aufwendig, geht aber noch aufwendiger und zwar durch die Lösemittel. Ja, ist das auf Deutsch? Durch die Lösemittelextraktion. Extraktion war das Wort. Du nimmst ein Lösemittel wie Hexene oder ähnliches, also chemische Stoffe, und schüttest die über deine Blüten oder du sorgst dafür, dass deine Blüten immer wieder mit dem Lösungsmittel in Berührung kommen. Und nach werden die ätherischen Öle einfach rausgewaschen aus deinem Stoff ins Lösungsmittel. So, und dann musst du das Lösungsmittel nur noch durchdestillieren, sodass da eine Paste draus wird. Bei Blüten ist das dann ein Concret, glaube ich richtig ausgesprochen, also Concrete. Bei festen Stoffen, also bei Harzen oder ähnlichen, ist das dann ein Resonit. Resinoid. So. Bei den festen Stoffen, bei dem Resinoid, fertig. Das Konkret oder Konkret, wie auch immer, kannst du dann noch mit alkoholischer Lösung immer weiter auswaschen und durch Erhitzung das immer wachsiger und kristalliger machen. Das muss der absolute geile Shit sein. Ähnlich wie die Enfleurage, die kalte. Das ist sehr, sehr, sehr hochwertig. Da kommt richtig geiles Zeug raus. Ist aber dementsprechend halt auch einfach teuer und wird deswegen nicht viel durchgeführt. Etwas, was du auch in Duftnoten häufig mal sehen kannst, ist, wenn da CO2 hinten dran steht. Das heißt nicht, dass da einer den Geruch von CO2 reingemacht hat, sondern das CO2 bezieht sich auf die Zutat davor. Zum Beispiel Bier-CO2 habe ich letztens mal gesehen oder roter Pfeffer-CO2. Da werden die Duftstoffe mit überkritischem CO2 der organischen Masse rausgelöst, oder aus der Biomasse rausgelöst. Ich will euch jetzt nicht zu sehr mit Physik und Chemie nerven, aber so viel dazu. Überkritisch ist das CO2, weil es zwischen zwei Aggregatzuständen ist. Es ist ein hoher Druck dabei. Das Ergebnis ist, dass du dadurch einfach Duftstoffe erhältst. Und zwar hast du da auch noch die Möglichkeit, einmal die spezielle CO2-Lösung rauszuholen oder die vollständige. Das Spezielle ist, du kannst quasi, weil das alles sehr, sehr Hightech ist, kannst du das auch einstellen, dass du quasi nur ein bestimmtes Molekül oder bestimmte Moleküle abfangen lässt und den Rest vielleicht in einen anderen Behälter leitest. Und diese ausgewählte CO2-Extraktion hat eher was von so einem ätherischen Öl und die vollständige hat eher was von einem Absolut. Habe ich gelesen, kann ich nicht. Also, ne? Ja, habe ich auch nur gelesen. So. Wenn du das besser weißt, korrigier mich gerne in den Kommentaren. Und dann noch wahrscheinlich eine der ältesten Geschichten, die es so gibt, und das wird auch immer noch viel angewendet, und das sind einfach Tinkturen. So, du nimmst halt irgendeinen Feststoff, gerne Harze oder auch Animalics, Sekrete, was auch immer, und löst die im kosmetischen Basiswasser. Kosmetisches Basiswasser ist einfach Alkohol, und zwar sehr reiner Alkohol und in der Regel ja so Obstbrand durchgereinigt, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann rührst du da jetzt, sagen wir mal, dein Weihrauchharz, rührst du da rein in den Alkohol. Vielleicht erhitzt du es auch noch mal kurz mit so einem kleinen magnetischen Spinner, so dass es einmal gelöst ist, aber nur ganz wenig erhitzen, ne? Weil Hitze zerstört halt auch einfach Duftmoleküle, so, aber darauf wollen wir jetzt nicht weiter hinaus. Sagen wir, es ist was sich da eigentlich ganz gut löst. Du schüttelst es da einmal so durch und stellst es in den Schrank. Dann vergisst du das am besten. So, dann hast du so ein Jahr oder ein paar Monate Zeit, um da einfach mal so richtig alle Aromastoffe abzugeben. Zum Beispiel kann man das super gut mit Zimt machen, indem man quasi sich seinen eigenen Zimt-Tequila oder ähnliches macht. Ne? Das nur mal so als Tipp. Nimmst eine Zimtstange, schmeißt die in einen Tequila deiner Wahl, wartest 3 Monate, siebst
irgendwie die Zimtstange da wieder raus, beziehungsweise füllst den Krempel halt um, damit es nicht immer weiterzieht und tada, Zimt-Tequila. So, genau so funktioniert das halt auch mit diesen Tinkturen. Gerade im Artisanalbereich wird häufig anstelle von einfach Parfümersalkohol bzw. kosmetischem Basiswasser so eine Mischung gerne mal mit so einer Tinktur aufgefüllt, weil da ist ja schon quasi Alkohol drin, das halt nur schon nach geilem Scheiß riecht. Und dann gibt es auch noch, das ist aber halt wirklich neu, ich glaube, das gibt es erst so seit den 80ern, die sogenannte Headspace-Methode. Da wird ich habe vorhin gesagt, Leder hat kein Öl. So, Leder riecht aber nach was. Und dann nehmen die Leute in einem Labor so ein Stück Leder, wo sie finden, ja, das riecht so wie das, was ich gerne hätte. Leder riecht ja auch immer ein bisschen unterschiedlich. Schmeißen das in so ein Glas rein. Da wird dann alle Luft rausgesaugt. Und die Luft geht über so einen kleinen Schlauch in den Gaschromatographen. Und der sagt, da ist das und das drin. Aber es gibt dir einen Reading von dem, was dort sichtbar ist. Und dann ist es die Aufgabe eines guten Parfümeurs, daraus einen Akkord herzustellen. Und zwar mit den ganzen Sachen, die da gelesen wurden. Dann geht es ans Rumexperimentieren. So und so viel davon. Mit einzelnen synthetischen Geruchsstoffen wird dann quasi die Empfindung von diesem, sagen wir mal, schwarzen Leder einfach nachgebaut. Das ist jetzt computergestützt, aber natürlich ist es auch das, was Leute als solches machen. Parfümeure werden ja einfach als Künstler bezeichnet und das aus gutem Grund. Wenn so ein Parfümeur eine Rose sieht und dann sagt, ja, okay, ich habe hier 15 Aroma-Chemicals und ich benutze keine echte Rose, sondern ich male mit diesen anderen Stoffen einfach die Impression einer Rose, so wie diese eine Rose riecht, dann ist es schon ja, mindestens Kunst, wenn nicht Hexenwerk. Was jetzt nicht sagen soll, dass alle Natural Parfümeure keine Künstler sind. Da kommt es dann aufs Blending an, wie auch immer. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Gerade diese Arbeit mit synthetischen Stoffen, um einen Duft zu rekonstruieren, das sagt immer viel aus. Das aber dann auch nochmal vielleicht als ja, kleine Warnung, wenn du zum Beispiel immer wieder Düfte gerochen hast, die jetzt sowas wie Erdbeere in den Noten haben. Und du sagst, das riecht immer scheiße. Vielleicht riecht es nur von diesem einen Hersteller scheiße, weil die wenigsten Parfümeure tatsächlich geben sich die Mühe und bilden das Ding neu. Sondern Firmenich hat einen eigenen Erdbeerakkord, Simrise hat einen eigenen Erdbeerakkord und vielleicht sind die so ein bisschen unterschiedlich. Wenn du zu einem richtigen Indie-Parfümeur gehst, der den ganzen Kram einfach selber bastelt, riecht es vielleicht wieder ganz anders. Dementsprechend das auch nochmal so als Tipp in diesem Video, was eigentlich technischer sein sollte. Schreib Duftnoten, gerade Duftnoten, nicht einfach ab, weil sie eigentlich jedes Mal prinzipiell neu gebaut sein können. Und dieses synthetische Nachbauen ist halt auch wichtig, weil es gibt ganz viele Sachen, auch Blüten, die einfach nicht extrahiert werden können. Oder generell gibt es Gerüche, die nicht extrahiert werden können. Ob das jetzt daran liegt, dass die Duftstoffe so empfindlich sind oder an Sachen wie Metall, dass Metall eigentlich keinen Geruch hat, sondern dass wir unsere Haut, unseren Schweiß, das riechen wir eigentlich, wenn wir an Metall riechen, aber deep down. So Sachen können einfach synthetisch wunderbar nachgebildet werden. Sowas wie Früchte gibt es außer Zitrusfrüchte eigentlich so gut wie gar nicht natürlich in der Parfümerie. Jetzt schreien dann wieder Leute auf, ja, aber es gibt natürliche Isolate. Ja, die gibt's. Natürliche Isolate sind Duftstoffe, die auf natürliche Art und Weise aus entweder anderen ätherischen Ölen oder anderen Stoffen herausgelöst werden können. Die sind natürlich, das heißt, die sind nicht synthetisch, wobei wir leben in einer Welt, wo alles einfach Chemie ist. Das macht einfach keinen Unterschied. Egal. So, das ist dann ein natürliches Isolat, weil du ein Bananenaroma aus einer Maniokwurzel rausbekommst.
Das ist ein spezielles Molekül, was du mit wahrscheinlich einer CO2-Extraktion aus einer Maniokwurzel rausbekommst und das dann halt zufälligerweise so riecht wie Banane. Hat halt mit Bananen nichts zu tun. Hat nichts damit zu tun, dass in dem Duft jetzt Banane drin ist. Natürlich kannst du alles in Alkohol einlegen und daraus einen Absolut machen oder eine Tinktur oder was auch immer. Ob das dann aber so riecht wie das Zeug, was du da reingeworfen hast, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Was auch noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass ein Ausgangsmaterial ganz unterschiedlich riechen kann, je nachdem, wie der Stoff extrahiert wurde. Dort werden immer auch, ja, teils andere chemische Moleküle einfach mitgenommen, die dann im Endprodukt drin sind. Ein gutes Beispiel dafür ist eigentlich Orangenblüte, beziehungsweise so allgemein Bitterorange. Wir haben einmal das ätherische Bitterorangenöl aus der Zeste. Wir haben Petit Grain, das ist grüne, unreife Früchte, deren Schale, Äste und Blätter. Das in einer Dampfdestillation, glaube ich. Genau, das mit einer Dampfdestillation, da das ätherische Öl rausgeholt, das ist Petit Grain. Dann gibt es nochmal Neroli, das ist die Dampfdestillation von Orangenblüten. Wir haben aber auch noch durch dieses in Fett auswaschen nochmal die Möglichkeit, einen Orangenblüten-Absolut zu bekommen. So, wenn da jetzt halt einfach Orangenblüte drin steht, sagt dir das herzlich wenig aus in den Noten, weil da könnte jetzt Petit Grain drin sein im Zweifel, wenn die da, es hat auch sowas leicht Blütiges. Es könnte Neroli sein und es könnte Orangenblüten-Absolut sein. Alle drei Sachen riechen krass unterschiedlich, sind aber alle quasi vom selben Baum und auch fast aus demselben Ausgangsmaterial gemacht worden. Also dementsprechend, das hat unwahrscheinlich viel Einfluss darauf, wie Düfte extrahiert werden können und wie am Ende irgendwas riecht. Wenn dir das gefallen hat, lass gerne ein Abo da und vor allen Dingen bewerte dieses Video gerne mit einem Daumen nach oben. Das freut mich und den Algorithmus. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Wenn es noch andere Sachen gibt, die du gerne wissen wollen würdest, schreib die mir gerne als Themenvorschläge in die Kommentare und ich schaue, was ich umsetzen kann. Ich hoffe, es war nicht zu konfus und ich hoffe, du hast ein bisschen quasi was Neues vielleicht auch gelernt. Es hat mich sehr viel Zeit gekostet, das hier alles nochmal so nachzurecherchieren und zu versuchen, in irgendwie halbwegs verständliche Worte zu packen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich hoffe, du hattest Spaß und bist jetzt ein bisschen schlauer und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal.